Hallo und herzlich willkommen in meine Easy Sunshine Kitchen. Ich habe ein Brot gebacken, also ein Brot komplett ohne Hefe, nur mit Sauerteig. Und für dieses Brot braucht man wirklich nur 4 Zutaten und das ist so lecker. Und ich zeige euch jetzt, wie ich das gemacht habe, weil das ist wirklich so viel einfacher als gedacht. Die wichtigste Zutat ist Sauerteig. Am besten füttert ihr den einen Tag vorher, damit er richtig schön aktiv ist, weil das ersetzt dann die Hefe. So, und ich mache gleich 2 Brote, deswegen mache ich hier alles doppelt. Die Mengenangaben sage ich euch jetzt aber nur für ein Brot. Und zuerst gebe ich einen halben Becher aktiven Sauerteig in meine Rührschüssel. Und dann gibt man da noch einen halben Becher warmes Wasser mit dazu. Und dann wird das Ganze schön vermischt erstmal. So, und jetzt geben wir noch 4 Becher Mehl dazu. Ich habe jetzt ganz normales Weizenmehl genommen. Also ich würde euch empfehlen, macht erstmal ein bisschen weniger Mehl rein und dann wird der Teig halt verknetet und dann könnt ihr immer noch etwas Mehl dazugeben, weil jedes Mehl verhält sich anders. So, und dann geben wir auch noch 2 Teelöffel Salz dazu. Und dann wird das Ganze verknetet. Also ich habe das erstmal in der Schüssel umgerührt, wie ich konnte, und dann habe ich das auf meine Backmatte gegeben und mit der Hand schön weiter geknetet. So, mein Teig ist jetzt fertig geknetet und jetzt kommt er in meine Schüssel zurück. Ich decke ihn dann ab und lasse ihn erstmal 30 Minuten ruhen. So, in der Zwischenzeit habe ich dann meinen Sauerteig wieder gefüttert. Ich habe 100 Gramm Wasser dazu gegeben und 100 Gramm Roggenmehl, das Ganze vermischt, den Deckel drauf gegeben und so lasse ich das Ganze jetzt stehen bis zum nächsten Tag und dann hat er schöne Bläschen geworfen und kann in den Kühlschrank, bis ich den wieder brauche. So, nach den Ruhen kann ich den Teig falten. Ich lasse ihn einfach in der Schüssel. Ich gehe mit dem Teigschaber einmal entlang der Schüssel, damit ich den so ein bisschen löse vom Rand. Und dann ziehe ich den Teig einfach so in die Länge lang und falte ihn zusammen. Man nennt den Vorgang auch Stretch and Fold. Das mache ich also einmal, decke ihn ab, lasse ihn nochmal ruhen und dann wiederhole ich das Ganze. Nach dem zweiten Mal falten wird der Teig wieder schön abgedeckt. Ich habe noch ein Handtuch drüber gelegt. So, und dann wird es einfach stehen gelassen bei Raumtemperatur. Besser sind aber 24 bis 26 Grad. Und es wird dann stehen gelassen bis zum nächsten Morgen. So, mein Teig ist richtig schön aufgegangen. Und jetzt forme ich den. Also ich habe ja die doppelte Menge, deswegen teile ich den erstmal in 2 Stücke auf. Jetzt forme ich meine Teiglinge. Dafür falte ich das einfach so in die Mitte und ich mache das ganz sanft, damit die Luftbläschen erhalten bleiben. Dann wirke ich es rund, bemehle es schön, bemehle auch mein Garkörbchen und dann kommt der Teig da rein und abgedeckt darf er dann nochmal 2 Stunden ruhen. In der Zwischenzeit zeige ich euch einfach mal, wie schön mein Sauerteig, den ich gefüttert hatte, am nächsten Tag aussieht. Also er hat richtig schöne Bläschen geworfen und jetzt ist er fertig und kann in den Kühlschrank, bis ich den wieder brauche. Oder wenn ich eine Woche nicht gebacken habe, muss ich ihn wieder füttern. Das heißt, 1:1 Wasser und Roggenmehl dazugeben und dann
einen Tag stehen lassen und wieder in den Kühlschrank, bis ich es brauche. Für mein rundes Brot gebe ich eine gusseiserne Pfanne in meinem kalten Backofen und das Ganze wird jetzt zusammen vorgeheizt auf 425 Fahrenheit. Das sind ca. 220 Grad. So, wenn der Backofen schön vorgeheizt ist und wenn das Brot schön aufgegangen ist, so circa 2 Stunden, kann das Brot gebacken werden. Ich mache es einmal in eine Steinform und das eine Mal in eine gusseisernen Form. Also die Steinform habe ich jetzt nicht vorgeheizt. So, der Teigling wird dann eingeschnitten, der Deckel kommt drauf und so gebe ich das schon mal in meinen vorgeheizten Backofen. So, und für das runde Brot hatte ich ja meinen gusseisernen Topf aufgeheizt. Ich gebe etwas Alufolie auf den Boden und den Teig stürze ich vorsichtig auf Backpapier. Und das kommt dann mit dem Backpapier in den heißen Topf. Vorher habe ich das eingeschnitten, dann kommt noch der heiße Deckel drauf. Und so wird das Ganze dann erstmal für 30 Minuten gebacken. Nach 30 Minuten nehme ich die Deckel ab und backe das Brot nochmals 20 weitere Minuten. Und so toll sehen unsere Brote dann nach dem Backen aus. Also ich bin jedes Mal begeistert und staune, wie die im Ofen aufgehen, obwohl da keine Hefe drin steckt. Und Sauerteigbrot ist auch viel bekömmlicher für den Magen und auch für den Darm und es ist viel, viel gesünder. Und der einzigste Unterschied jetzt, ob man sie in der Steinform backt oder im gusseisernen Topf, war einfach nur, dass das runde Brot aus dem gusseisernen Topf von unten etwas dunkler war. Aber ansonsten merkt man keinen Unterschied. Und wie man hören kann, ist die Kruste auch richtig schön knusprig. Meinen Kindern ist es allerdings etwas zu hart, da schneide ich einfach ein bisschen ab. Aber die lieben dieses Brot. Die haben mir gesagt, sie wollen nur noch dieses Brot haben. Also aus den einfachsten Zutaten bekommt ihr das leckerste Brot. Also wir finden es wirklich sehr lecker. Und wenn ihr noch nie mit Sauerteig gebacken habt, dann rate ich euch, probiert es unbedingt mal aus. Und es ist auch wirklich viel einfacher, als wie es sich anhört. Ich verlinke euch ein Video, da habe ich gezeigt, wie man Anstellgut selber macht. Aber ihr könnt auch beim Bäcker nachfragen, dann bekommt ihr wahrscheinlich ein richtig gutes, das schon älter ist. Und umso älter der Sauerteig, desto besser werden die Ergebnisse. Also ich hoffe, euch gefällt dieses Rezept und ihr probiert es auch mal aus. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben, entweder hier unten in den Kommentaren oder auch auf Instagram. Und ich werde versuchen, euch das so gut wie möglich zu beantworten. Also viel Spaß beim Nachmachen und bis bald.